In diesem Video werden wir einen Expert Advisor erstellen, der den Force Index Indikator nutzt, um Handelsentscheidungen zu treffen. Sehen wir uns an, wie wir das machen können. Wir starten Meta Editor, indem wir auf ein kleines Symbol klicken oder F4 drücken. Das erste, was wir in unserem Code programmieren, ist die Einbindung der Klasse C-Trade aus der Standardbibliothek. Diese Klasse bietet vereinfachte Handelsmethoden wie Position Open und Position Modify, die für die Ausführung von Trades und die Verwaltung von Positionen unerlässlich sind. Als nächstes instanzieren wir ein C-Trade-Objekt namens Trade. Dieses Objekt verwaltet alle Handelsoperationen, einschließlich des Öffnens und Änderns von Positionen. Im nächsten Schritt definieren wir die Parameter für die Konfiguration unserer Strategie. Diese Parameter sind in den Eigenschaften des Expert Advisors einstellbar. Der Parameter Lookback Bars legt den historischen Bereich für Hochs und Tiefs fest, sodass wir zwischen einer und 1000 Kerzen analysieren können. Der Parameter Min Candles Back legt das Mindestalter für ein gültiges Hoch oder Tief fest, das zwischen 5 und 50 Kerzen liegen kann. Der Parameter Trailing Offset gibt eine Sicherheitsspanne für den Trailing Stop an, die in Punkten gemessen wird und zwischen 1 und 20 liegt. Der Parameter Force Index Period bestimmt den Zeitraum für die Berechnung des Force Index, während Sie mit dem Parameter MA Method die Methode des gleitenden Durchschnitts für den Force Index auswählen können. Der Parameter Force Threshold schließlich legt den Schwellenwert für die Signalerzeugung fest. Anschließend deklarieren wir globale Variablen und Handles, um den Zustand zwischen Ticks und Indikatordaten zu speichern. Die Variable Force Index Handle enthält das Handle für den Force Index Indikator, während das Array Force Buffer die Force Index Werte speichert. Das Array Price Data wird verwendet, um die Kursdaten Open, High, Low und Close zu speichern. Die Funktion onInit wird einmal beim Start des Expert Advisors zur Einrichtung des Indikators ausgeführt. In dieser Funktion erstellen wir das Handle des Force Index Indicators mit der Funktion iForce. Diese Funktion benötigt Parameter wie das Symbol, den Zeitrahmen, den Zeitraum, die Methode des gleitenden Durchschnitts und den Volumentyp. Außerdem konfigurieren wir die Arrays als Zeitreihen mit der Funktion Array Set as Series. Als nächstes definieren wir die Funktionen zur Positionseröffnung. Die Funktion OpenBuy-Position ist für die Ausführung einer Marktorder für eine Kaufposition zuständig. Sie ruft den aktuellen Ask-Preis mit Hilfe der Funktion Symbol Info Double Up und ruft dann die Methode Position Open der Klasse C-Trade auf. Zu den Parametern für diese Methode gehören das Symbol, der Auftragstyp, das Volumen, der Preis, der Stop-Loss, der Take-Profit und ein Kommentar. In diesem Fall eröffnen wir eine Kaufposition mit einer Größe von 0,10 Lots, was 10 Mikrolots entspricht. Der anfängliche Stop-Loss und Take-Profit werden deaktiviert, indem sie auf 0 gesetzt werden. In ähnlicher Weise führt die Funktion Open-Sell-Position eine Marktorder für eine Verkaufsposition aus. Sie ruft den aktuellen Bidpreis ab und ruft die Methode Position Open mit den entsprechenden Parametern auf. Auch hier verkaufen wir 0,10 Lots und sowohl der Stop-Loss als auch der Take-Profit sind deaktiviert. Die Funktion OnTick ist das Herzstück unserer Strategielogik und wird bei jedem Tick ausgeführt. In dieser Funktion rufen wir zunächst mit Hilfe der Funktion CopyRates historische Kursdaten für die Analyse ab. Diese Funktion benötigt Parameter wie das Symbol, den Zeitrahmen, die Startposition, die Anzahl der zu kopierenden Kerzen und das Array zum Speichern der Daten. Außerdem laden wir die Force Index Werte mit der Funktion CopyBuffer aus dem Indikatorbuffer. Als nächstes überprüfen wir den Status der offenen Positionen. Wir initialisieren eine boolische Variable hasOpenPosition auf False und eine enum-Position Type Variable CurrentPosition Type auf Position Type Buy. Anschließend durchlaufen wir alle offenen Positionen in umgekehrter Reihenfolge, um die relevanten Positionen zu finden. Für jede Position prüfen wir, ob sie zum aktuellen Symbol gehört und markieren hasOpenPosition als True, wenn wir eine Übereinstimmung finden. Wir speichern auch den Typ der aktuellen Position. Jetzt gehen wir zur Trenderkennung und Positionsverwaltung über.
Wenn der Force Index den Schwellenwert überschreitet, prüfen wir, ob eine Kaufbedingung vorliegt. Wir finden den letzten Kreuzungspunkt, indem wir das Force Buffer Array in einer Schleife durchlaufen. Ist der Kreuzungspunkt frisch, das heißt, liegt er innerhalb der Min-Candle-Spec-Grenze, prüfen wir, ob es keine offene Position gibt. Wenn es keine offene Position gibt, rufen wir die Funktion OpenBuy-Position auf, um einen Buy-Trade zu eröffnen. Wenn es eine offene Kaufposition gibt, prüfen wir die Bedingungen für einen Trailing Stop. Wir suchen den niedrigsten Kurs im angegebenen Rückblickszeitraum und vergleichen ihn mit dem aktuellen Schlusskurs. Wenn die Bedingungen erfüllt sind, berechnen wir ein neues Stop-Level und rufen die Funktion Process Trailing Stop auf. Umgekehrt prüfen wir, ob eine Verkaufsbedingung vorliegt, wenn der Force Index den negativen Schwellenwert unterschreitet. Wir suchen erneut den letzten Kreuzungspunkt und stellen sicher, dass er frisch ist. Wenn es keine offene Position gibt, rufen wir die Funktion Open Sell Position auf, um einen Verkaufshandel zu eröffnen. Wenn es eine offene Verkaufsposition gibt, prüfen wir, ob eine Trailing-Stop-Bedingung vorliegt, indem wir den höchsten Kurs im angegebenen Rückblickzeitraum ermitteln und mit dem aktuellen Schlusskurs vergleichen. Wenn die Bedingungen erfüllt sind, berechnen wir ein neues Stop-Level und rufen die Funktion Process Trailing Stop auf. Die Funktion Process Trailing Stop ist für die Verwaltung des Trailing Stops sowohl für Kauf- als auch für Verkaufspositionen zuständig. Sie durchläuft alle offenen Positionen in umgekehrter Reihenfolge und wählt jede Position anhand ihrer Ticketnummer aus. Wir prüfen, ob die Position dem angegebenen Typ entspricht und zu dem aktuellen Chartsymbol gehört. Dann rufen wir den aktuellen Stop-Loss-Wert ab und aktualisieren ihn auf der Grundlage des Positionstyps. Bei einer Kaufposition stellen wir sicher, dass das neue Stop-Level höher ist als der aktuelle Stop oder dass kein Stop-Loss vorhanden ist. Bei einer Verkaufsposition stellen wir sicher, dass das neue Stop-Level niedriger ist als der aktuelle Stop oder dass kein Stop-Loss vorhanden ist. Wenn die Bedingungen erfüllt sind, rufen wir die Methode Position Modify der Klasse cTrade auf, um den Stop-Loss zu aktualisieren. Schließlich drücken wir F7, um den Code zu kompilieren. Wenn Ihnen das zu schnell ging oder Sie nicht verstehen, was der ganze Code bewirkt, sollten Sie sich den Premium-Kurs auf unserer Website ansehen oder zuerst eines der Grundlagenvideos. Wenn alles korrekt funktioniert, kehren wir zum MetaTrader zurück, indem wir F4 drücken oder auf das Symbol klicken. Zurück in MetaTrader drücken wir STRG und R, um den Strategietester zu starten. Wir wählen den Expert Advisor, den wir gerade erstellt haben, aktivieren den visuellen Modus und starten einen Strategietest. Wir sollten den Expert Advisor auf dem Chart sehen. Wenn Sie bereits Premium-Kursmitglied sind und eine Idee für ein Video wie dieses haben, können Sie uns eine E-Mail schicken. Zusammenfassend haben wir gelernt, wie man einen Expert Advisor programmiert, der den Force Index Indikator nutzt, um Handelsentscheidungen zu treffen. Wir haben verschiedene Funktionen zur Verwaltung von Positionen und Trailing Stops mit ein paar Zeilen MQL-Code implementiert. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder.